Hallo und herzlich willkommen zurück im Rasenrambazamba und einer neuen Episode von Lawns of Instagram. Heute zum ersten Mal ein deutscher Instagrammer hier bei mir zu Gast und ich begrüße auch gleich in diesem Zuge Matthias beziehungsweise MMs Rasenwerk. Vielen Dank, dass du dabei bist, Matthias. Und ich starte einfach mal gleich. Wir sind hier schon eine halbe Stunde gerade im Talk, ohne Aufzeichnung. Ja, herzlich willkommen und stell dich doch gerne mal vor. Wer bist du? Wer ist MMs Rasenwerk, beziehungsweise wozu steht MMs Rasenwerk? Was heißt ja nicht MMS Rasenwerk, sondern MMs Rasenwerk. Genau, ja, danke, dass ich die Chance bekomme, so ein bisschen ja, das eine oder andere zu meiner Idee zum Thema Rasenpflege und ja, zu meiner pathologischen Art und Weise im Umgang mit dem Rasen sagen zu dürfen. Weil man sagt mir nach, es ist pathologisch. Ja, wofür steht Rasenwerk oder MMs? Also MM steht für den Vor- und Nachnamen. Der Vorname ist Matthias und dann kommt halt der Nachname und das Apostroph S, ne? Das ist einfach so die Idee gewesen, da mal zu sagen, wie kommst du eigentlich, welchen Namen nimmst du? Ne? So, das war mir vorneweg eigentlich egal, aber hinten raus habe ich mir überlegt, hey, was machst du? Gibt die verschiedensten Namen zum Thema Rasen, aber eigentlich ist es ja so, dass wir mit dem, was wir im Rasen tun, ja schon irgendwie versuchen, Perfektion zu erreichen oder irgendwie das letzte bisschen rauszukitzeln. Und es ist auch für jeden, glaube ich, unterschiedlich, was Perfektion ist und ähm, wo er hin will. Aber für mich war relativ klar, bedingt auch das, wo ich das erste Mal mit Rasen so in die Leidenschaft reingegangen bin, das muss was Besonderes sein, in Anführungszeichen. Dann habe ich hin und her überlegt und habe mir einem anderen Instagrammer hin und her geschrieben, der dann gesagt hat, ich glaube, das ist ein ganz gutes Thema, wenn du es so aufziehst. Und dann bin ich zu Werk gekommen, weil das Werk steht ja nicht nur für Produktionswerke in Unternehmen, sondern tatsächlich ist das Werk ja das Schaffen, ne? Also der Künstler, das Werk eines Künstlers. Und jetzt soll es nicht arrogant klingen, aber man versucht ja doch irgendwie was zu erschaffen, was zu formen. Man versucht da Zeit zu investieren, Leidenschaft reinzubringen. Und das ist für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, es ist ein Rasenwerk. Rasen ist mein Werk. Ich finde das mega geil. Also ich liebe einfach dieses Thema Rasen. Und am Ende des Tages ist halt angestrengtes Werkeln und Handeln, um halt den Rasen am Ende des Tages zu dem zu machen, was man dann erreicht oder manchmal auch nicht erreicht und dann wieder von vorne anfängt. Also das ist die Idee hinter dem Namen MMs Rasenwerk. Wie bist du dazu gekommen, auf Instagram aktiv zu werden? Ja, eigentlich habe ich mir gedacht, was ist Instagram? Und dann hat mein Trauzeuge gesagt, ja, guck mal hier, super. Wir waren nämlich in Vorbereitung einer Motorradtour. Und eigentlich hieß mein Account mal MR-10, also für den Nachnamen, wenn man es dann aussprechen würde, Ja. auf Englisch. Und dann hieß es GS Off the Road. Das hat sich ein Okay. bisschen entwickelt. Ja, und wie das dann so ist, ne? Die Freunde werden dann irgendwie, Papa, die Maschine steht in der Garage, man fährt nicht mehr so viel. Ja, was machst du halt? Du pflegst den Rasen weiter. Und dann ist irgendwie aus diesem ganzen Motorradprofil, was ich da hatte, um einfach zu gucken, wo will man hin, wie machen andere solche Touren, ja, ein Rasenprofil geworden. Mit der gleichen Intention. Also sich auszutauschen in der Community, zu sagen, was mache ich, was habe ich für Fehler gemacht, ähm, was hast du gemacht, wie können wir uns austauschen. Aber das funktioniert bei den Motorradjungs ganz gut und ich glaube mittlerweile hier auch in Deutschland an der einen oder anderen Stelle auch schon Dass die auf Insta. Rasen-Community extrem groß geworden ist und ich bin erstaunt, wie diese Rasen-Community auch weltweit interagiert. Ja, komplett. Also Also das echt, ist, echt erstaunlich. Du hast mit deinem Instagram, glaube ich, 2020 durchgestartet. Hattest du vorher dann schon die Leidenschaft zu Rasen oder ging das bei dir auch erst 2020 dann los? nee, tatsächlich. Irgendwie Mitte 20. Habe beim Unternehmen gearbeitet, die haben ein Golfturnier ausgerichtet und ich musste 8 Stunden stehen an der Versorgungsstation und fand diesen Rasen total genial. Und habe gesagt, boah, mega, ich will so einen Rasen haben. Ja? Und wenn du auf Fußball guckst, du guckst Fußball und denkst so, boah, der Rasen sieht so genial aus und so die Streifen. Und ich habe immer gesagt, ich will sowas haben. Habe aber nie gewusst, ey, wie geht das und wie kommen die Streifen da rein und warum machen die überhaupt Streifen? Also wie funktioniert das Ganze? Und dann haben wir vor ja, knapp 10 Jahren das Haus gekauft, wo wir jetzt hier wohnen. Und ja, also es war halt schon so, dass ich gesagt habe, ich möchte einen perfekten Rasen haben. Das war mein Ziel. Und dann googelst du halt, ne, was ist perfekter Rasen? Und ich glaube, ich hatte einen total grünen Teppich. Wenn du drüber gegangen bist, ne, richtig schön grün, aber so, war halt Moos, war halt kein Rasen, war Moos, aber grüner Teppich.
So, und so bin ich dann dazu gekommen. Also dieser Hang von Perfektion hat mich da irgendwie gereizt. Ich bin auch so ein Typ, ich überreiz Themen gern schon mal dann auch. Und ich fand es halt so genial, wenn du auf einem Golfplatz stehst und siehst dieses Putting Green oder gut gepflegte Fairways. Und die guten Plätze, finde ich, haben ja auch eine Kombination aus Landschaftsarchitektur in Verbindung mit einem schönen Rasen. Und wenn du das dann so siehst und dann googelst du, perfekter Rasen, Golfrasen, englischer Rasen, dann kommt so eins zum anderen. Das war am Anfang auch dann gar nicht so, dass ich diese Leidenschaft wie jetzt entwickelt habe. Also es hat wirklich so 6 Jahre gedauert, glaube ich, 6, 7 Jahre. Ja, und dann hatten wir irgendwann ein Problem bei uns. Wir hatten Wasser im Keller. Nichts Dramatisches am Ende des Tages, aber wir hatten halt Radlager und Bagger im Garten. So. Und dann fängst du halt von vorne an. Und dann überlegst du dir, wie machst du es richtig? Dann hast du angepackt und hast gesagt, so, jetzt habe ich die Chance, das alles zu machen. Ich habe schon die schweren Maschinen hier. Dann fange ich auch an, den Rasen nochmal richtig schön auf Vordermann zu bringen. Beziehungsweise vielleicht auch dann das ein oder andere Beet, wie man das bei dir auch im Hintergrund ja sieht, eine etwas höher angelegte Fläche nochmal, also quasi dann tatsächlich in die Gartengestaltung reinzugehen. Ja, genau. Also das war genau der Punkt. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Die Grundstücke im Hintergrund, siehst du, sind ein bisschen höher. Da war ein Hang, aber ein Hang war für mich klar, das Wasser läuft ja rein in die Fläche, weil das ganze Grundstück war nämlich abschüssig zur Terrasse und dann hast du halt Staudruck vor dem Haus, das brauchst du nicht. Also haben wir gesagt, machen wir hinten ein Hochbeet. Die Beete sind auch nach wie vor bei mir ein Blindspot. Also ich bin da für jeden Tipp dankbar, wenn ihr meint, ihr habt eine super Idee, wie man Beete gestaltet, die zu einem schönen Rasen passen. Immer her damit. Ich versuche seit Jahren, es funktioniert nicht. Da habe ich kein Händchen für. Ja, und dann haben wir halt angefangen. Dann habe ich geguckt, so ein bisschen gelesen, noch gar nicht. Ich habe halt gegoogelt und ich habe eigentlich 3 Leute gefunden. Ja? Die beiden bekannten Amerikaner. Und ich habe Merken Sie mal beim Andreas. Namen. Das wären dann? Ja, Connor Ward, Ryan Und Knorr Ryan, natürlich. genau. Wobei ich mittlerweile eher nur noch Connor schaue, weil er einfach für mich noch authentischer ist. Ja? Mhm. Er ist halt er geblieben, finde ich. Ja, und Andreas, also Andreas Kraus und dann Rasenfreak. Das waren so die beiden, die mich inspiriert haben. Ich glaube, das steht tatsächlich auch auf meinem Homepage, auf meinem Blog. Und ich habe noch gesehen, die ersten Bilder von Andreas oder Videos, der hat dann noch gesandet mit dem Anhänger und hat das draufgekippt und ist im Kreis quasi mit der Schubkarre gefahren und hat es verteilt. Dann dachte ich, okay, Rasensanden klingt irgendwie interessant, machst du mal. Dann habe ich mir schön Sand kommen lassen. Ne? Ich sage, gib Sand. Und habe schön so richtigen scharfen Sand in meinen Boden reingefahren. Ne? Bei Nässe im Herbst umgefräst. Also das waren so die Neuanfänge mit all dem, was du falsch machen konntest natürlich. Die Probleme, die merkst du heute natürlich immer noch im Boden. Der ist nicht super. Im Gegenteil, ich habe ich habe einen schlechten Boden aus meiner Sicht. Aber so bin ich da hingekommen und habe dann angefangen. Und dann habe ich mir überlegt, wie machst du es? Ne? Dann habe ich wieder gegoogelt und dann gab es irgendwie einen Vermieter hier in der Region, Stunde Autofahrt mit dem Anhänger, der hatte eine Rasenbaumaschine. Fand ich total genial. Rasenbaumaschine heißt, du hast vorne und hinten eine Walze, die aber nicht platt walzt, sondern wie so ein Lichtgitter auf dem Kellerschacht aussieht quasi. Und dann kannst du im Saatbehälter oben ein Saatgut reinmachen und der hat so eine Rüttelecke, die gegenseitig arbeitet, ne, so, und dann das einarbeitet. Damit habe ich die Fläche dann schön gerade bekommen und habe dann, nachdem ich glaube, jahrelang Aldi Saatgut ausgebracht habe, den Sport- und Spielrasen tatsächlich, und der hat auch irgendwie funktioniert, muss ich sagen, aber ich habe auch nicht häufig gemäht und der war sehr hoch, habe ich dann die Rasenwelt entdeckt und PS251. Ich habe das dann bestellt, ohne zu wissen, dass meine Frau nicht wusste, was es kostet. Also die, ich glaube, 20 Kilo oder 25 Kilo, die da drin waren. War eine kleine Diskussion. Mittlerweile sagt sie, Rasen gefällt ihr auch ganz gut und entdeckt auch die Pro Anno bei unseren Nachbarn im Vorgarten. Also es hat dann funktioniert. Und so bin ich eigentlich dann in die Situation gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach so einen Rasen haben. Und habe mit der PS52 gestartet. Also das war über Jahre lang meine Bestandsmischung, mit der ich einmal im Jahr nachgesät habe. Ähm, Wenn man dich jetzt bei Instagram sucht, welchen Content können die Follower, diejenigen, die dann auf dein Profil gehen, von dir erwarten oder erleben? Naja, ich habe überlegt, ob ich mal ein bisschen professioneller das Ganze mache und dann würde ich quasi einen Medienplan aufstellen. Dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich ist es ja ein Hobby für mich. Mhm. Also habe ich gesagt, ich mache es einfach so, wie es kommt. Wie kommt es eigentlich bei mir? Ich habe es nicht studiert, ich habe es nicht gelernt. Ich habe ein gefährliches Halbwissen. Ich würde mich da als semi-professionellen Amateur bezeichnen, irgendwie in der Richtung. Und die sehen halt einfach das, was ein ganz normaler Typ macht, der Bock auf Rasen hat,
vielleicht an der einen oder anderen Stelle Raketenwissenschaft ausprobieren will, um zu gucken, was geht. Aber am Ende des Tages einen ganz normalen Menschen, der dein oder mein Nachbar sein könnte, der Rasen pflegt. Das heißt, für mich dokumentiere ich immer wieder mal, auch nicht nach einem Plan, was ich übers Jahr tue. Und an der einen oder anderen Stelle gebe ich auch nochmal einen Tipp gerne. Was mache ich da, warum mache ich das und was soll es bringen? Ja, um einfach zu gucken, wie kann ich von, ich sag mal, ganz einfacher Anspruch an einem Rasen bis zu, ich möchte vielleicht im einstelligen Schnitthöhenbereich agieren, arbeiten, weil dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit. Sehr gut. Du hattest, ich kenne dein Instagram-Profil ja nun, und du hattest in 2021, letztes Jahr im April, ein Reset gemacht und hast gesagt, so, das, was ich hier gerade als Bestandsrasen habe, weg damit. Ja. Und ich schmeiße 100% Lolium-Pyrene drauf, also das deutsche Weidegras, mit echt super guten Ergebnissen. Man sieht es im Hintergrund. Lass mich raten, das war so 40, 50 Tage irgendwie nach der Nachsaat. Ja, Irgendwie so in in den dem Dreh Dreh. muss es gewesen sein. Du hattest auch ein Bild veröffentlicht, auch mit einem Checkerboard-Muster quasi, also einem, wie heißt es denn jetzt auf Deutsch nochmal? Schachbrett. Schachbrettmuster, genau. Und das ging ja auch durch die Decke. Also ein super schönes Bild. Mich würde mal interessieren, also Lolium ist super gut angegangen. Was hattest du vorher für eine Saatmischung drauf? War das die angesprochene 251 oder hattest du dazwischen noch mal was anderes probiert? Ja, also ich habe tatsächlich 2022, 21, 2020 habe ich nochmal eine andere Lolium ausprobiert. Ich bin also Anfang 2020 mit einer, nee, jetzt muss ich überlegen. Ja doch, wir haben jetzt 22, ja? Jetzt haben wir 22. Ja, super. Jetzt hast du immer noch die 100% Lolium drauf. Genau. Jetzt habe ich noch die 100% Lolium drauf. Letztes Jahr hatte ich eine Mischung aus 100% Lolium und der 251er, bevor ich durchgestartet bin. Das war dann 21 und 2020 habe ich tatsächlich dann auch schon was gemacht. Und zwar habe ich eine reine Lolium genommen, die halt Tetraploid-Diploid ist. Ne? Also das, wo wir schon mal so ein Side-Chat drüber hatten. Von dem gleichen Lieferanten, mit dem ich jetzt arbeite auch, wo ich aber nicht so tief mähen konnte. Ne? Also es hatte, glaube ich, irgendwie nur 7 oder 8 Millimeter, was es erreicht. Was aber auch schon sehr tief ist, wenn man ehrlich ist. Ne? Also ich meine, die 251er geht bei 12 und danach gehen die halt die jeweiligen Kultivare ein. Ne? Genau. Was hast du für nächstes Jahr vor? Bleibt es dabei bei 100% Lolium, und deine 100% Lolium, die lässt sich ja nun mal runtermähen auf 4 Millimeter. Also ich finde das erstaunlich. Ich möchte das, Man sieht das oder ja ich schon, habe, ne? Also Rye will take you high. Ich bleib dieses Jahr auf jeden Fall bei Perennial Rye, also bei Lolium, definitiv. Was für mich einfach ein paar Vorteile hat, die mit Blick auf meinen Nachwuchs, wie du ja weißt, hinten raus sicherlich helfen werden. Und ich werde aber langfristig meinen Bestand, glaube ich, verändern. Also es hängt so ein bisschen, wie der Boden sich entwickelt ab, wann es funktioniert und wann es nicht funktioniert, weil ich muss halt schon ein bisschen schauen. Ich bin hier im Westmünsterland. Der Vorbesitzer des Hauses hat 2,5 Meter Mutterboden aufgeschüttet. Der meint es total gut. Wir haben aber Mutterboden, wenn du ihn in die Hand nimmst, denkst du so, kannst du auch Knetmassen mitmachen. Ne? Also ich habe hier extrem mit Staunäffe zu kämpfen. Und um das zu machen, wo ich hin will, wo ich also über 50% Lolium in Richtung Festuca gehe oder von 70-30, also 70 Lolium, 30 Festuca, mal vielleicht zu einer reinen Festuca, wird es natürlich über die Jahre nur funktionieren. Ich muss also regelmäßig Bodenaustausch machen, indem ich echt heftig dann erifiziere 2-mal im Jahr. ja, Aber das ist das Ziel. Und ich werde dieses Jahr an einer oder anderen Stelle das Ganze schon mal ausprobieren und zu gucken, wie es sich ergibt, weil auch Festuca, ne? Also von der Struktur her, wenn du es dann hast, ja einen wunderschönen feinen Rasen macht. Wobei das, was ich jetzt habe, du kennst die Mischung vom Lesen, du hast sie vielleicht noch nicht gesehen, doch, du hast sie, glaube ich. Zumindest in einer kleinen Fläche. genau. Ist ein extrem feines Blatt. Also ich habe noch keine Lolium gesehen oder keine Mischung, die so fein ist. Ja, genau. Genau. Du hast gesagt, du gehst jetzt erstmal noch mit der Lolium weiter. Die Lolium-Pyrene ist ja ein extrem belastbares Gras. Ne? Mhm. Wir haben, nicht umsonst wird es ja auch in Fußballstadien eigentlich ausschließlich genutzt. Klar, viele oder kleine Anteile der Poa-pratensis auch noch dabei, einfach um auch Stellen schnell ausgleichen zu können. Aber hauptsächlich ja die Lolium-Pyrene, weil sie extrem belastbar ist und weil sie natürlich auch ja, durch ihre Eigenschaften, dass sie auf der einen Seite des Blattes eine glänzende Oberfläche hat, lege ich sie jetzt quasi um beim Mähen, auch mit einer schweren Walze hinten dran, dann erreiche ich diese schönen Streifen, die wir einfach aus dem Stadion kennen.
Jetzt hast du ja Nachwuchs bekommen. Der Nachwuchs wird ja sicherlich auch irgendwann dann sagen, Papa, wir wollen jetzt auch mal raus auf den Rasen und Fußball spielen. Ist das erstmal der Plan, weiter mit der Lolium zu machen? Weil wenn du jetzt mit einer Festuca da reingehst, die Festuca ist dann ja nicht ganz so belastbar wie die Lolium. Ja, das ist es. Also da schlagen so zwei Herzen in einer Brust. Ne? Mhm. Engelchen und Teufelchen. Ne? Teufelchen sagt, Kinder, ihr kriegt hinten eine Ecke, wo jetzt, sieht man auf meinem Hintergrundbild zum Glück nicht. Meine Baustelle ist mit meinem alten Gartenhaus, was mal so gemacht werden müsste, weil da sollte eigentlich der Erifizierer mal rein. Einfach mal einen Sandkasten hinmachen, dann können die Kinder sich austoben. Ist Fläche genug, ne? Und bitte nicht über den Rasen laufen. Das ist so die eine Idee. Die andere Idee ist, ey, das sind Kids, die sollen toben, da soll eine Linie drauf, die sollen 2 Tore bekommen und sich austoben. Ne? Weil wir haben Zwillinge, 2 Jungs. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich werde in der Mischung gehen dann irgendwann wieder, die eine Mischung aus Pratensis ist und auch wieder Lolium, wenn die Kids in der Größe sind, dass die sich darauf austoben, weil du einfach diese Vorteile, wie du gerade angesprochen hast, einfach dort hast. Ja? Das ist jetzt nicht der klassische Sportspielrasen, glaube ich, an der Stelle, weit gefehlt. Ich glaube, also Leute wie du oder ich denken halt an den anderen Mischungen, aber du kannst mit dem anderen natürlich schon gut machen. Also eine klassische ESM 2.3 wird es auch tun, aber ich werde vermutlich wieder in eine Sportmischung gehen dann. Und ja, dann ist halt Festuca raus, ne? Ganz klar. Also für mich ist auch, glaube ich, nicht das Ziel, immer die gleichen Gräser zu haben. Für mich ist so ein bisschen das Spiel auch mit dem ganzen Sache interessant. Ne? Also was funktioniert nicht, warum funktioniert es nicht? Ich will es einfach auch verstehen. Ne? Manches verstehe Integriere ich ich jetzt nicht. zum Beispiel auch die Festuca? Wie lange braucht es, damit ich wirklich auch in der Lage bin, dass ich die Festuca sehe? Also, na klar, ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt 3-mal im Jahr, 4-mal im Jahr nachsehe, ja, sondern ich sehe vielleicht im Herbst nach und schaue, wie hat sie sich denn entwickelt? Jetzt im nächsten Frühjahr. Sehe ich die Ergebnisse schon oder nicht? Und das ist auch was, wo du sagst, es ist ein Rasenwerk, ja. Also, Genau. ich mache etwas, ich beobachte es, es ist ein toller Ausgleich auch zum Alltag. Ich glaube, wir beide sind Kaufleute. Und keine Greenkeeper, aber das ist so ein, ja, von den Zahlen am Tag hin zu etwas, ich bin draußen, ich bin in der Natur, ja, und ich kann was machen. Genau. Also das beschreibst genau das, warum ich einfach so Lust drauf habe, ne? Weil du diesen Ausgleich hast, das holt dich wirklich runter. Ne? Gibt auch Leute, die sagen, das Rasen ist Therapie. Ähm, Es gibt sogar ein Rasenduftspray, ja, so Parfüm für den Winter, habe ich gesehen. Ich habe das Unternehmen angeschrieben, aber ich habe leider noch keine Rückmeldung bekommen. ja, das habe ich auch gesehen auf Insta von Mhm. denen. Und tatsächlich, ich habe nee, gar nicht, weil letztes Jahr war es, was gelesen, es war irgendwie so ein Seitenartikel zur Wirkung, psychologischen Wirkung von Gräsern und Farben und so. Ne? Ja, und Gras ist halt, die grüne Farbe ist halt etwas, was halt beruhigend ist an der Stelle. Aber tatsächlich, der Duft des Grases setzt was beim Menschen frei im Kopf, was ihn beruhigt. Und ich spreche jetzt von Rasen. Ne? Ich kann noch mal kurz zurück zu dem Thema Kinder auf dem Rasen spielen lassen. Ich Ja, finde auch, wenn wir an dem Punkt angelangt sind, dass wir sagen, keep off the grass, ja, also nicht auf den Rasen treten. Ich glaube, dann sind wir zu weit. ja, Ja, weil dann definitiv. kann ich also der Rasen gehört zum Grundstück dazu, ja, zum Haus und der soll auch genutzt werden. Und es ist ja nicht so, dass du nicht auf den Rasen treten darfst. Im Fußballstadion, da laufen 22 Spieler drüber und die ruppen den teilweise kaputt. Aber er sieht Ja, immer noch gut aus. Ne? ja. Und ich glaube, dann sollten wir das Thema Rasen sein lassen, wenn da keiner mehr drauf treten darf. Und der soll halt einfach dazugehören, der soll auch genutzt werden. Ja, da bin ich komplett bei dir. Also das ist halt der Joke von mir, weil wenn wir Besuch kriegen, die sagen, er darf meinen Rasen betreten. Ich sage, Mhm. ja klar, der ist da. Also wir hatten vorher einen Hund, der hat so 50 Kilo gewogen, ja. Der ist da drüber gefetzt, da ist der Fußball geschossen worden, der hat drauf gebremst. Ja klar, hut dir mal ein bisschen was raus. Aber wenn du den Rasen vernünftig pflegst, und ich glaube, das ist unabhängig davon, ob du ein hochgezüchtetes Kultivar hast, wie das, was ich bei mir jetzt habe, oder ob du normales, ich sag mal, Weidelgras mit Pratensis hast, die irgendwo nicht die hochgezüchteten Sorten sind, dann hast du auch eine entsprechende Narbe, die vernünftig ist. Also wenn die Pflege des Rasens da ist, der Boden entsprechend da ist, und dann kannst du das Ding auch belasten. Wir hatten jetzt schon 2-3 Mal viel das Wort Sportspielrasen. Und Ja, ich höre es auch immer wieder, wenn ich mit Freunden spreche, die jetzt nicht so in der Rasenthematik drin sind. Die Frage, was hast du denn da auf den Rasen draufgeschmissen? Der Sportspielrasen. Viele kennen halt auch eigentlich keinen anderen Ausdruck nein. für einen Rasen. Ist halt Sportspielrasen, ist überall bekannt. Jetzt mal raus
an die Zuschauer, die jetzt noch gar nicht so tief in dem Thema drin sind? Ich nenne es jetzt mal den Klassiker. Ist der Klassikersport Spielrasen als Allrounder aus deiner Sicht empfehlenswert? Also man könnte jetzt sagen, ja und nein. Warum ja und nein? Also es hängt so ein bisschen, glaube ich, auch davon ab, was hast du für eine Standortbestimmung. Also wie ist dein Boden? Ist das eher sehr trocken? Hast du eher das Problem, dass du viel Regen hast? Ja? Bin ich im Norden Deutschlands, ist was anderes wie im Süden Deutschlands. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn man so einen Strich unter all die Eigenschaften zieht, ist das für mich schon echt eine sehr geniale Allround-Mischung. Weil du hast die Lolium, wir haben darüber gesprochen, die kommt sehr schnell, die keimt sehr schnell. Also wenn du sie halt im Sommer ausbringst, dann hat die nach 4, 5 Tagen die ersten grünen Spitzen und denkst, wie kann das sein? Dann hast du die Patensis, über die Ausläufer macht die Rasennarbe ja schön dicht und auch scherfest. Ja? Das heißt, die können da drüber fetzen und du reißt halt nicht das Gras so endlos raus. Und du hast eine gewisse Festuca mit drin. Ne? Also du hast ja immer noch einen kleinen Anteil Festuca und je nachdem, wie die aufgebaut sind, die 2-3er-Mischung hat ja ein paar Ausprägungen, kannst du auch noch Supina mit drin haben, sodass du irgendwie für alles, was dabei hast, also von Schattenlage bis hin selbst zur Trockenheit, weil die Patensis natürlich von all denen auch die Trockenheit am besten verträgt. So, und dann hast du aus meiner Sicht eine Mischung, die, das ist der nutzen gute, kann. ja, die kann man einfach nutzen. Das ist der VW Passat-Variant, wo mit der Familie durch die Gegend fährst, im Urlaub, das Ding geht nicht kaputt, da ist der Diesel drin, der funktioniert. Das ist halt nicht der italienische Sportwagen, ja, der gestreichelt werden will und darfst du nicht hochdrehen, wenn der Motor nicht warm ist. Ja, ich glaube, genauso muss man es vergleichen. Und das ist so das, was ich feststelle, wenn du über die Gräser mittlerweile, über die Jahre, und das bei mir sind es ja echt nur 2 Jahre bisher, wo ich mich so richtig reingefuchst habe, merkst, dass du echt diese hochgezüchteten Sachen hast und dann hast du einfach Sachen, ey, die funktionieren einfach. Da musst du nichts machen und es sieht gut aus. Robust, hochgezüchtet, auch wieder anfälliger für Krankheiten vielleicht, auch wenn ja in diesen hochgezüchteten Sorten heutzutage ja eigentlich auch eine Resistenz mit reingezüchtet wird. Mein Gefühl allerdings auch, sie sind dann und wann auch mal wieder ein bisschen anfälliger und so ein klassischer Sportspielrasen, ja, den kannst du vielleicht nicht auf 10 Millimeter mähen, vielleicht auch noch nicht mal auf 15, ja, sondern da solltest du dich vielleicht so bei 30, 40 Millimeter aufhalten, aber er ist halt robust, der kommt halt irgendwann auch jedes Jahr wieder und die typischen klassischen Pflegemaßnahmen, einmal im Jahr vertikutieren und Dünger drauf und dann mähe ich einmal die Woche. Es funktioniert dennoch irgendwo. Ja. Ich sehe nur irgendwo als Kontra oder was ich häufig sehe, ich habe es auch bei meinem einem Video mal gehabt, da habe ich meinem Freund Timo geholfen, bei sich nochmal das Ganze zu renovieren. Und er hatte partout darauf bestanden, ich möchte einen Sportspielrasen. Und ich gesagt, okay, dann machen wir das. Und da kam dann auch ein Mähroboter dazu. So, jetzt muss ich aber sehen, dass ich in der Sportspielrasenmischung auch, wie du gesagt hast, einen kleinen Anteil der Festuca mit dabei habe. So, und wenn ich jetzt einen Mähroboter habe, dann macht der was? Der mulcht. Und Festuca und Mulchen passt nicht so gut zusammen, weil die Festuca einen Inhaltsstoff oder einen Stoff in sich hat, der nennt sich Lignin und Lignin ist halt unheimlich schwer abbaubar. Ja. Und was passiert? Der Rasen verfilzt. Also die Mikroorganismen kommen gar nicht dazu, diesen Grasschnitt der Festuca so schnell tatsächlich umzusetzen. Und ich habe mit einer verfilzten Fläche tatsächlich zu kämpfen, muss wahrscheinlich nicht nur einmal vertikutieren, sondern vielleicht 3-mal im Jahr vertikutieren. Ja, also das ist so der Nachteil bei dem oder auch bei Bendgräsern ja tatsächlich, ne, was du schon beschreibst. Wobei, also ich bin zwiegespalten zum Thema Vertikutieren, weil wie lange brauchst du wirklich, bis du Rasenfels aufgebaut hast? Jetzt kann ich nur aus meiner Erfahrung bei mir sprechen. Ich hatte halt kein Rasenfels, ich hatte halt Moos. So, also ja klar, ich habe vertikutiert und zwar richtig heftig. Aber als ich dann die 251er hatte oder auch davor, ich sag mal, den klassischen Sportspielrasen, den du da kaufst, wo es all die guten Sachen gibt, ne? Der hatte auch keinen Rasenfilz. Und ich habe den teilweise auch gemulcht. Ich glaube, das hängt so ein bisschen auch davon ab. Täglich gemulcht? Das ist ja wieder die Frage, ne? Wenn ich den Mähroboter habe und der mulcht dann wirklich jeden Tag. Ja, klar, klar. Der mulcht jeden Tag. Du holst jeden Tag irgendwie einen Millimeter, einen halben Millimeter runter und legst dich ab. Was ja erstmal gar nicht schlimm ist, glaube ich, wenn dein Boden oder dein Bodenleben oder das Ökosystem Rasen funktioniert. So, und ich glaube, wenn ich jetzt zurückblicke bei mir, ich habe am Anfang alles falsch gemacht, ich habe da Dünger draufgeschmissen wie so ein Gaskranker. Ja, bin in den Baumarkt gegangen und habe gesagt, ey, ich will einen grünen Rasen. Nimmst du das, kostet 50 Euro, schmeißt du drauf, kommst du 4 Wochen wieder vorbei, kaufst du nochmal. Also Da so kam jemand aus ungefähr. der Metallabteilung und sagt, ja, nehmen Sie den, der ist gut. Ich habe 2 Kunden schon mal gesehen, die den gekauft haben und du denkst dir, hey, der Baumarkt hat gesagt, das ist ein tolles Produkt.
Muss jetzt fertig. Ich habe morgen Golfrasen zu Hause. Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch, oder selbst wenn du nicht im Baumarkt bist, du gehst ja ins Gartencenter und da ist dein Fachberater, ja, in der Rasenabteilung. Und du denkst, Rasenabteilung ist falsch, aber du hast ja den Fachberater und der ist ja mal vermeintlich wissender wie du. Ja, so. Und ich glaube, da muss man auch schauen, was mache ich mit dem? Und dann hast du natürlich die Festuca-Rennen und im Europa kann es dir passieren. Aber musst du wirklich einmal oder zweimal im Jahr vertikutieren? Ich würde tatsächlich schauen, wie mein Rasen aussieht. Also wenn ich jetzt nicht ein Werkzeug habe dafür, da gibt es ja die teuersten Werkzeuge, die man sich kaufen kann, dann nimmt man einfach ein Messer, ein scharfes, ja, ohne dass die Frau es mitkriegt am besten, schneidet ein Stück raus, guckt sich's an, macht das Messer sauber, ab in die Schublade und hat ein Gefühl dafür, ob ich Rasenfilz habe oder nicht. Ja, oder sticht mit dem Spaten einfach mal rein und guckt, habe ich da was, habe ich da keinen Rasenfilz? Und ich glaube, danach muss man gehen. Dieses klassische, ey, du musst jedes Jahr früher vertikutieren und im Herbst. Du machst ja auch Stress auf der Fläche. So, und jetzt wissen wir alle, also ich wohne sehr ländlich und ey, rechts und links sind Leute, die haben halt keinen Bezug zu Rasen. Ja? Der Nächste, der sich mit Rasen auseinandersetzt, wohnt irgendwie 6, 7, 8 Häuser weiter. Da bin ich auch ganz glücklich, da noch so einen Bekloppten zu haben, weil er auch Spindel und Streifen zieht und das Ganze auch sehr exzessiv betreibt. Aber wir haben hier halt auch Einflug von Poren. Ne? Wir haben Vögel, das kommt halt rein und mit jedem Vertikutieren, sind wir mal ehrlich, oder mit jedem Mulchen, mit dem Mähroboter, ja, da freut sich die Poa, weil die sagt, hey, ich habe Stress, ich bekomme Stress, also produziere ich Samen. Produziere ich Samen, verbreite ich mich. Und das Zeug ist ja nicht wieder rauszukriegen in Wahrheit. Stress mit Poren. Ja, absolut. Also manchmal hat sie mehr Stress mit mir. Zurzeit habe ich weniger Stress mit ihr, aber ich habe hier Stellen, wo ich sage, wie kann das sein? Das Zeug blüht, ja, wir haben Winter. Also du gehst bei mir in die Rabatten und da siehst du halt Gras und dann guckst du und denkst so, das blüht, kann nicht sein, es kann nur Poa sein. Und dann denke ich mir, also A, eigentlich ja genial, ne? Also ein Gras, was über das ganze Jahr funktioniert, sich immer wieder regeneriert, ist ja eigentlich mal genial. Von dem her, das wünsche ich mir eigentlich bei den guten Sorten oder bei den Sorten, die wir etablieren wollen. Aber sie kommt durch, trotz Neuanlage. Und wir hatten ja gequatscht im Vorfeld schon mal. Ich bin ja wirklich mit diesem Flammenwerfer über die Fläche gegangen. Ne? Also ich habe ja wirklich das Ding, was du oben auf dem Dach hast, wo die Bitumenbahn mit festmachst, über die Fläche gegangen. Zweimal. Also ich habe gewartet, dann kam es wieder gerührt und habe es wieder abgeflemmt. Und ich habe gedacht, alles, was im Boden drin ist, ist tot. Also zumindest an Saatgut. Denkt War aber man nicht dann so. Ne? Genau, aber wie du sagst, ne, es kommt halt auch durch den Wind, durch die Vögel, es kommt wieder irgendwie rein. Ne? Und so eine Saat, die ist halt unheimlich fein. Ja, also wenn ich das mir jetzt mal anschaue, dann sehen wir hier ja Saatgut, aber die eigentlichen Samen da drin, die sind ja noch mal viel kleiner. Ne? Das heißt, also, wenn ich die auf die Hand legen würde und puste, dann das fliegt, du siehst es kaum. Ne? Ja. Also so klein und sie wird halt einfach wieder in unsere Gärten reingeweht irgendwo. Ne? Wir müssen halt nur schauen, kriegen wir sie irgendwie vielleicht in den Griff, indem wir eine unheimlich feste Grasnarbe haben. Und ich hatte es in dem Video auch schon mal gesagt, die Samen sind zum Teil auch einfach an den Boden. Die müssen nicht unbedingt in diesem Jahr kommen, sie kommen vielleicht im nächsten oder im übernächsten Jahr. Und erstaunlich finde ich auch bei der Poa, wie resistent sie einfach ist. Ne? Also wir sehen, in Amerika sind Pre-Emergence erlaubt, ja, wenn wir da Prodiamin, Dithiapir uns anschauen. Aber die Poa hat eine Resistenz dagegen mittlerweile schon entwickelt. Das heißt also, selbst in den USA oder in anderen Ländern, wo es erlaubt ist, kommst du gar nicht drum herum, um immer mehr davon aufzuschmeißen. Ne? Und es ist ein super erstaunliches Gras irgendwo. Ja, das ist ja das, was ich sagte. Also von dem, was es an Widerstandskraft besitzt, genial. Ich glaube, man muss sich mit dem Gras auseinandersetzen oder einarbeiten, was es eigentlich will oder wie es funktioniert, um zu wissen, was du tust, damit du es rauskriegst. So. Es gibt so den einen oder anderen, also du kannst ja in Amerika schon viel länger Rasen- oder Turfmanagement studieren, ja. Also ja ein wirkliches Studienfach. Das Land ist ja auch vielleicht durch die Menge der Golfplätze mit diesem Thema anders im Umgang als wir an der Stelle in Deutschland. Ne? Also ich glaube, wir haben da extrem viel Nachholbedarf in Anführungszeichen, wenn ich nach Australien oder nach Amerika schaue. Ja. Aber es gibt dort jemanden, der sagt, der hat wirklich ein Buch geschrieben über, wie pflege ich Poa annua. Ja? Weil auch da gibt es Golfplätze, die Poa annua in die Golfgrüns nehmen, weil sie halt einfach das ganze Jahr über gut funktioniert. Und du kriegst Glaube ich nur langsam. Ne? Also ich spiele kein Golf, aber wenn ich jetzt einen Golfball darüber rollen lasse, dann ist der langsamer, glaube ich. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe zum Glück noch nie auf einem Green gespielt und ich habe Ewigkeiten nicht gespielt, wo Poa annua so dominant oder dominierend war.
Aber wenn du dann reinschaust und sagst, okay, was will diese Pflanze, damit es ihr richtig gut geht, dann kannst du im Umkehrschluss ja auch sagen, was findest du denn überhaupt total schlecht? Also was machst du, damit die Pflanze sich nicht gut fühlt? Was machst du denn? Also wenn du sagst, du hast auch Stress mit der POA, was macht MMs Rasenwerk gegen die POA Annua? Ja, was macht MMs Rasenwerk gegen die Poa Annua? Also tatsächlich versuche ich meine Bewässerung so gering wie möglich zu halten. Ja. Ich habe einen überwiegend lehmhaltigen Boden, egal, dass ich schon seit Jahren jetzt hier Sand drauf schmeiße und mache und tue, aber das ist ja der Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Eigentlich müsstest du hergehen und sagen, ey komm, 50, 60 Zentimeter raus und alles neu machen. Aber da gibt es ja nur wenige Leute, die auf solche Ideen kommen. Und selbst Und da, bei den 50, 60 Zentimetern, musst du ja nur sicherstellen, wenn du da unten jetzt einen Lehmboden hast, dass du auch dort irgendwo eine Drainage hast, ne? Weil sonst irgendwann drückt dir das Wasser einfach komplett hoch. Du hast einen Watertable irgendwann. Der ganze ja, Sauerstoff geht hier raus, ne? genau. So, und ähm, was mache ich? Also tatsächlich, ich versuche die Bewässerung runterzufahren Mhm. und ich versuche halt nicht übermäßig zu düngen. Ja, übermäßig zu düngen heißt ja jetzt auch, ich kann jetzt hergehen und sagen, ich schmeiße so klassisch das drauf, was ich brauche im Granulat übers Jahr verteilt und hoffe, es Zeitwirkung. funktioniert. Ja, und was dann irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe jetzt Lolium. Lolium braucht ein bisschen mehr Stickstoff als andere und das ist halt das, wo die POA sagt, hurra, ich liebe Stickstoff. Mhm. Und die fängt ja schon viel früher mit ihrem Stoffwechsel an als andere Gräser. Ne? Also genau die Supina ein bisschen, also Annua, Supina und dann geht es erst weiter, wenn ich es so richtig im Kopf habe. So, und wenn ich dann sehe, wie ich es verteile, dann ist es tatsächlich eher so, dass ich später mit der Stickstoffgabe beginne, die auch vielleicht bodenverfügbar wird oder über dem Boden verstoffwechselt wird und dann eher gezielt übers Blatt gehe und dann wirklich nur in ganz kleinen, also man sagt ja Spoonfeeding im Englischen, also wirklich mit ganz kleinen dosierten Gaben gehe. Das ist schon fast homöopathisch. Klar kriegt die dann auch ihren Stickstoff ab, aber sie liebt halt noch andere Nährstoffe, die sie braucht. Ne? Also es ist nicht nur Stickstoff, sie hat ja noch andere Nährstoffe, wo sie drüber reagiert und wenn du das Wasser ihr entziehst, dann trocknet sie halt schneller aus durch die geringere Wurzeltiefe, hat aber gleichzeitig, deswegen vitikutiere ich auch nicht mehr und groom auch nicht mehr, den höheren Stress. Und wenn die Stress kriegt, dann bringt die halt Seedheads raus ohne Ende. Dann will sie sich erst recht vermehren, weil sie sagt, weil sie sieht, das geht mir an den Kragen. Genau. Ich muss an meine Nachfahren denken. Ja. Ich muss mich fortpflanzen. Das habe ich schon rausgehört, so einige Fachbegriffe und ja, auch in unseren Diskussionen über WhatsApp, unseren privaten, kam auch immer wieder die Frage auf, die ich mir halt stelle, wo hast du dir dieses Jahr, du bist zwar auch im Amateurbereich unterwegs, aber meiner Meinung nach hast du dir schon ein sehr großes Fachwissen angeeignet. Woher? Bücher, Videos, eigene Erfahrungen? Wie kam das, dieses Wissen? Ja, also erstmal danke für die Blumen, ne? Sage ich ja regelmäßig, wenn wir darüber quatschen. Ähm, also ich habe einfach Bock auf das Thema. Mhm. So, das ist das eine und das motiviert mich. Und ich habe ja früher einfach draufgeschmissen und habe gedacht, ey, folge schon einem Düngeplan, den etablierter großer Händler im Internet veröffentlicht, ja, wo er sagt, komm, da machst du nicht so viel falsch mit. Wo ich denke, wieso habe ich so viele Probleme? Ja? Also mein Rasen war gelb im Sommer, wo ich denke, ey, da ist Dünger drauf ohne Ende. Kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja? Also wollte ich verstehen, was ich da tue und was ich tun muss, um die Fläche zumindest in einem Zustand zu haben, dass ich sage, ja, die ist okay. So, und dann habe ich irgendwann mal über Alex Annabeck, ne, du kennst ihn ja auch, anderen Instagrammer, einen Head-Greenkeeper kennengelernt und habe gesagt, komm, du investierst es einfach mal in eine professionelle Beratung. So, das war der erste Einstieg. Dann bin ich hergegangen und habe gesagt, okay, welche Bücher sind interessant? Jetzt ist letztes Jahr, glaube ich, das Rasenhandbuch veröffentlicht worden, ne? Erst. Genau. Handbuch Rasen. Ja, genau, das Handbuch Rasen. Liegt da vorne. Also das hier, ne? Genau. Ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist. Das war natürlich nochmal ein Punkt, wo du ein paar Sachen zentral zusammengeschrieben bekommen hast. Aber ich bin halt so klassisch, ne? Dr. Google fragen und dann findest du den einen oder anderen Düngermittelhersteller. Und ich meine jetzt hier nicht die etablierten im Baumarkt, sondern Compo in der Profilinie, Expert oder so, die ICL-Linien, die dann auch wirklich Broschüren haben zum Thema hier, das ist Golfrasen, das ist Fußballrasen, was musst du tun, dann kannst du dich schon mal ein bisschen einarbeiten. Dann kommt das nächste und dann kaufe ich ja nun mal Dünger auch bei jemandem, der eigentlich im Privaten so viel gar nicht verkauft, zumindest die Linie, die ich beziehe. Und dann habe ich gesagt, ja, was muss ich denn lesen? Oder wo kann ich mich nochmal einlesen? Dann kriegst du da einen Tipp, dann kriegst du von deinem Bekannten, mit dem du arbeitest, nochmal einen Tipp.
Und dann kommt so eins zum anderen. Und ich glaube, das Handbuch Rasen ist so das, wo ich sage, wenn man sich dem Handbuch oder dem Thema Rasen nähern möchte, finde ich, ist das schon mal ein super Einstieg. Da ist viel drin, was du nicht brauchst, ja. Also so die einleitenden Themen, die haben mich vielleicht auch gar nicht mehr interessiert. Das kann sein, aber ich finde, das ist eine gute Grundlage. Und dann gibt es halt die amerikanischen. Ich habe ja hier in meinem Büro immer wieder mal ein bisschen Leerlauf. Das ist ein sehr gutes, das sieht man jetzt nicht, ne? Genau, da Turf Grass Management von Tourbillon. Das ist ein geniales Buch. Habe ich reingeschnuppert, habe ich mir zum Geburtstag letztes Jahr schenken lassen. Habe ich noch nicht angefangen zu lesen. Ja, muss ich zugeben. Und das hier ist das andere, was ich nutze. Das ist allerdings schon Raketenwissenschaft. Also da habe ich reingeguckt. Aber noch nicht begonnen mit dem Turf Ja, Management. doch, ich habe halt da schon reingeguckt, immer wieder mal, aber also A, ist mein Englisch nicht so gut, wie es sein müsste, um immer entspannt das mal abends am Bett lesen zu können. Da muss ich mir schon ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Und es ist halt, also gefühlt die Rasenbibel, die beiden, ne? Wie machst du, da steht ja nicht Rasen drauf, da steht ja Turf drauf, ja. Und das habe ich ja auch nicht verstanden. Ich sage, ja komm, Turf, Lawn, wo ist denn der Unterschied? Ja, also wir machen ja tatsächlich, wir sind ja Lawn Carer und das ist der Turf Management, ja. Also das ist ja wirklich das, was Boden du. darunter, das Gesamtkonstrukt. Ne? Ja, du bist halt in einem komplett künstlich geschaffenen, in einer künstlich geschaffenen Umgebung im Wesentlichen auch. Die bauen ja bei null solche Plätze auf. Das ist ja, ob es das Putting Green ist oder der Fairway oder das Fairway, es sind ja keine normalen Böden, die wir haben. Da ist eine Und man muss, Drainage mit drin, da sind ganz bestimmte Bewässerungszyklen absolut. eingebaut. Ne? Und das, was da drin steht, kannst du auch oftmals gar nicht 1:1 bei uns in den Hausgang übertragen. Warum? Weil, guck mal in deinem Boden oder in meinem Boden. Also ich weiß, wie meiner aussieht. Der funktioniert anders. Also viele Sachen, die du auch dann vom Düngemittelhersteller gesagt bekommst, kannst du vielleicht gar nicht so übertragen, weil du musst mal sagen, okay, ich habe einen Lehmboden, da ist kaum Sand drin, der speichert Wasser, weil es super im Sommer ist, aber jetzt gerade richtig schlecht eigentlich. Und meine Nährstoffe bleiben auch länger halten. In einem, ich sag mal, DIN-Aufbau oder in einem USGA-Aufbau für ein Badsand. Pack, ja, wo ist da die Organik? Washed River Sand, 100%. Genau, Wo du ist hast da die kaum Organik. Speicherkapazität? Ne? Wie erreiche ich eine Speicherkapazität da drin? Also es ist Wahnsinn und da gehe ich völlig mit, das ist halt Turf Management. Ne? Das ist der Gesamtaufbau und der Rasen obendrauf ist eigentlich die Krönung. Dann Ja, das, was wir sehen. ja, absolut. Wenn, also da gehe ich völlig mit. Ich hab mir auch das Buch angeschaut und ich bin auch der Meinung, es ist einfach, da muss der Wille dahinter sein, da muss das Interesse da sein und auch dieser Hang zum Perfektionismus. Warum? Also ich muss ja erstmal dazu kommen, zu sagen, ich will einen perfekten Rasen haben. So, merke ich vielleicht schon, ja, du hast generell so einen Hang zum Perfektionismus. Das, was ich mache, das will ich dann auch richtig machen. Ja. Ne, schneide ich mir jetzt so ein Stück Holz zusammen, dann muss das an jeder kleinen Ecke super toll geschliffen sein, ja, sonst bin ich einfach nicht zufrieden. Sodass du dann auch anfängst, dich richtig da reinzulesen in ein Thema. Ne? Ein Thema jetzt mal rauspicken und dich dann reinbeißen. Ja. Und ich glaube, das ist eine solide Grundlage einfach, oder die man sich da selber schafft. Also du meinst, wenn man jetzt über Rasen spricht, zu sagen, komm nicht Rasen allgemein sich anzueignen, sagen, mich interessiert es zum Thema Rasen, wenn ich mich dem schon genähert habe, ein spezielles Thema und da fuchst mir es rein. Ja. Ja. Ja, also das habe ich tatsächlich so bisher noch nur bedingt in 1 oder 2 Themen gemacht. Also überwiegend bin ich halt so, ich näher mich aus der Metaebene, ne, so hubschraubermäßig, will das verstehen, dann merkst du einfach, plötzlich tiefer kommst, okay, die Erde ist blau, dann siehst du die Städte und genauso ist es ja, wenn du in Themen arbeitest. Und dann stellst du fest, ey, du kannst dich in jedem Thema verlieren, du kannst in Bodenkunde dich verlieren, du kannst dich über das Wirkprinzip der Pflanzenernährung verlieren, du kannst über Dünger, das ist was, also ganz ehrlich, Dünger, ne? Also die Glaubensfrage organisch, mineralisch oder organisch-mineralisch oder fest oder flüssig, das ist ja eine Religion für sich, finde ich. Ne? Und das Doch, war das. es sind so Basics, die alle irgendwo aber einen Kreis wieder schließen. Ne? Also Ja, ja, das ist klar. einmal, es ist die Saat. Dann kommt es darauf an, Mähen, der Boden, die Nährstoffe und jetzt, Saat, Mähen, Boden, Nährstoffe und Wasserhaushalt. Ne? Genau. Und alles ist irgendwo eine Wissenschaft für sich, aber es schließt diesen Kreis auch. Und du siehst halt auch, alles hat irgendwo miteinander eine Verbindung. Ne? Ja, und es ist, also wenn man das mal sagt, eigentlich geht es darum, richtig, ist das Wort, was man eigentlich für sich beanspruchen sollte. Und das kann sein, richtig im einstelligen Schnittbereich, richtig im Hausspielgartenbereich,
man muss immer sehen, was habe ich, was will ich für mich erreichen und von der Zielsetzung und von den Ausgangsvarianten her muss man, glaube ich, schauen, wo man mit arbeitet und was man macht. Und dann da muss man sich dann, glaube ich, auch gucken, treibe ich es bis zum Extrem oder reicht mir das dann jeweils? Ne? Also, aber wie du schon sagst, du musst halt alle Komponenten irgendwie berücksichtigen und ein Stück weit wissen, wie das eine mit dem anderen vielleicht auch spielt. Ja. Ganz interessant. Du hast ja auch gerade davon gesprochen, du hast einen Lehmboden. Wir hatten über das Thema Sportspielrasen gesprochen und jetzt letztens schaue ich bei mir in meinen Instagram-Account rein und ich bekomme dann und wann ja auch mal Fragen von Followern und du ja sicherlich auch. Und da fragt mich jemand halt, okay, welche Saat empfiehlst du für einen lehmigen Boden? Und wo wir beide, glaube ich, der gleichen Meinung sind, dass ja, du Oh, kannst guck mal, jetzt einfach da sagen, wäre ich ich habe schon einen ganz nervös Lehmboden. und rutsche auf meinem Stuhl hin und her. Bitte? Ich sagte, da wäre ich schon ganz nervös und rutsche auf meinem Stuhl hin und her. Ja, Es ist so, du gehst zum Arzt und sagst, ey, mir geht's nicht gut. Was für eine Medikation bekomme ich? Da sagt genau, er auch, hör mal, Kollege, was stimmt mit dir nicht? Ich muss mal ein bisschen mehr wissen. Also genau. gibt es die eine Antwort? Ich glaube, diese eine Antwort gibt es nicht. Ich glaube, es gibt grundsätzlich Sorten, die auf verschiedenen Böden besser oder schlechter funktionieren. Ja? Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss Stück für Stück mich meiner Festuca nähern, weil auf meinem Boden, der Lehmboden ist, würde sie aktuell aufgrund der Staunässe nicht so gut funktionieren. So. Wobei auch da habe ich gelernt, es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen. Festuca ist nicht gleich Festuca. Und die jeweilige Festuca-Unterart heißt auch nicht, dass die so funktioniert wie eine andere, sondern das Kultivar hinten dran ist das Entscheidende. Zumindest, wenn man jetzt das dann in die Raketenwissenschaft treibt. So, aber für den Lehmboden, ne? Also wenn ich jetzt mal aus meiner Erfahrung spreche, was hat bei mir funktioniert? Die 251 hat drin Poa patensis, hat drin Lolium und hat drin Festuca. Was ist übergeblieben bei mir? Lolium und Pratensis. So. Und aus der Erfahrung heraus, und jetzt muss man einfach gucken, ey, ich mache das ja als Hobby, ne? Was hat bei mir funktioniert, würde ich sagen, ich würde eine Mischung nehmen, die irgendwie beides beinhaltet und dann bin ich wieder bei einer Sport- und Spielrasenmischung. Regelsaatgutmischung 2, 3. So. Ich glaube, da hast du alles drin und dann wären das aus meiner Sicht die beiden, die funktionieren können. Jetzt kann man es natürlich sagen, okay, High-Level-Antwort. Wenn ich es tiefer treiben würde, müsste man sagen, okay, wie ist die tatsächliche Bodenbeschaffenheit, wie viel Wasser hast du, bekommst du Staunässe oder fließt es ab? Also das kannst du ja endlos. So. Und ich glaube, die einfache Antwort ist, so wie ich sie gerade gegeben habe, die beiden Sorten aus meiner Erfahrung funktionieren bei mir, heißt aber nicht, dass sie bei dir funktionieren müssen oder im Norden oder im Süden von Deutschland. Ne? Ich sage auch zusammenfassend, ne? Meine Antwort wäre da auch, probier es erstmal aus, probier es aus, was passt bei dir, ne? Weil nur weil es ein Lehmboden ist, du hast mir noch lange nicht die Information gegeben, viel Schatten, ne? Eine hohe Speicherfähigkeit oder nicht. Ähm, Probier es erstmal aus und guck, wo kommst du damit hin. Ja? Und wenn du da wirklich in die Tiefe gehen willst, dann berücksichtige halt auch noch diese anderen Seitenfaktoren. Ne? Ja, bin ich bei dir. Aber die Fragen, die ja kommen, sind, also die sehen halt einen guten Rasen. Ne? Also die Rasenflächen, die wir bei Insta zeigen, sind ja immer die besten Flächen. Ja, ich habe letztes Jahr, glaube ich, 2, 3 Mal ein Reel gemacht, wo ich gezeigt habe, guck mal hier, auch ich habe Problemflächen. Ne? Das sind meine Mhm. Schatten- und Staunässe-Bereiche. Aber die fragen ja gezielt mit, ey, ich will eigentlich sofort einen geilen Rasen haben. Und der soll so aussehen wie das, was ich da gerade auf dem Bild sehe. Ja. Und ich glaube, da ist halt schwer zu sagen, ich hole dich erstmal runter, down to earth und sage, pass mal auf, Kollege, ich erde dich mal. Weil das, was ich hier mache, ist jenseits von dem, was ein normaler Mensch im Garten machen würde oder machen sollte vielleicht auch. Ne? Also die Frage ist das, was wir tun oder was ich mit dem, was ich hier tue, das Sinnhafte für das, was man eigentlich so aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten tut. Ne? Weil ich bin ja schon, weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Punkte ich in meinem Pflegeplan habe, aber ich bin ja permanent unterwegs und ich bringe auch permanent Dünger auf. Aber halt immer nur kleine Gaben. Ne? Da kommen wir auch eigentlich zu meiner nächsten Frage. Folgst du einem konkreten Pflegeplan? Du hast einen, du hast gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Positionen der hat und du bist ständig am Düngen. Jetzt hast du diesen Plan und der sagt dir dann ja sicherlich auch, sind wir so erst KW1 oder KW3, ne? Und nach 2 Wochen wieder das und nach einer Woche wieder das. Ja. Folgst du dem konkret? Heißt da so eine kleine Glocke, ding, 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 ich muss jetzt schnell auf den Rasen? Das erste Jahr definitiv, ja. Das war für mich so, das war der heilige Gral. Ne? Da sagt mir jemand, der macht das beruflich, du musst das so tun. Dann habe ich gesagt, ja, warte mal, das kam mal so erst Stück für Stück. Vielleicht ist aber das Wetter gar nicht so, vielleicht hat die Forsythia dieses Jahr später geblüht oder vielleicht ist die Grünland-Temperatursumme vielleicht gar nicht für mich so entscheidend, ja, aufgrund der Zusammensetzung, die ich hier so habe oder so.
und habe dann für mich festgestellt, super, das ist für mich ein gut ausgearbeiteter individueller Leitfaden auf Basis dessen, was ich in meinem Boden vorfinde. Also ich mache jährlich eine Bodenanalyse, wobei, ob man sie jährlich machen muss, kann man sich darüber streiten. Wie viel Veränderung habe ich wirklich übers Jahr? Ähm, und ich glaube, dass eine Veränderung stattfindet, muss man gewisse Sachen vielleicht auch anders machen in der Pflege. Aber ich habe eine Leitplanke und ich würde sie beschreiben, die ist rechts und links auf einer dreispurigen Autobahn. Das heißt, ich schaffe es manchmal, genauso wie er vorgegeben ist, manchmal aber auch nicht, dass ich sage, heute muss ich das tun oder ich muss heute diese Biostimulanz ausbringen oder ich nutze heute, weiß ich nicht, Antitaumittel, ne, weil das jetzt quasi so im Plan drin steht. Man schafft das mal, man schafft das nicht und ich glaube, das ist so die Grundlage. Man muss sich so mit dem auseinandersetzen auch ein bisschen und überlegen, passt das jetzt oder passt es nicht? Hatte ich einen sehr warmen Monat oder einen sehr kalten Monat? Ne? Also wir haben jetzt, wenn ich jetzt gucke in die nächste Woche, bei uns haben wir 10 Grad. Also theoretisch könnte ich ja wieder hergehen und düngen, weil 10 Grad, und ab 10 Grad geht es irgendwie gefühlt ein Stück los vom Saftfluss zumindest. Wenn ich über Blatt gehe, könnte ich ja was arbeiten. Aber was passiert danach? Also kommt dann vielleicht ein kalter Februar, wird der März schlecht, wird der April schlecht? Also ich glaube, man muss so ein bisschen den Plan für sich im Kopf haben und sagen, ja, aber ich muss auch, wenn ich auf dem oder in dem Umfeld, wo ich jetzt mich bewege, muss ich für mich auch wissen, wo kann ich eine Varianz einbauen? Also wo kann ich von dem Plan abweichen? Vielleicht auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger geben, abhängig von dem, was ich auf meiner Fläche sehe. Weil so ein Plan ist, ey, der ist statisch. Ja? Den machst du einmal im Jahr, ohne dass du weißt, was das Jahr mit sich bringt. Ja, Jetzt heißt es guter ja, Punkt, sehr guter Punkt. ne? Und das ist halt ein Punkt, ey, Rufen, ganz ehrlich, ich habe das erste Jahr stringent danach gearbeitet und das war für mich schon Stress. Mittlerweile, jetzt auch durch die Kinder, habe ich gesagt, die letzten 5,5 Monate, 6 Monate, so what? Also ich habe ja gar keine Chance gehabt, mich darum zu kümmern. Weil nach Also, dem Motto, es regnet heute, aber hey, warum haben Düngestreuer denn oben eine Kappe drauf? ja, Ja, damit man auch genau. beim Regen So, wobei düngen kann. ich nutze ja selten Düngerstreuer, aber für mich war eher so der Punkt zu sagen, ähm, ich weiß jetzt, was ich tun muss, um die Fläche zu schützen. Also im Sinne von, das Bild, was hinter mir ist, erreiche ich jetzt nicht. Sieht auch nicht so aus. Man sieht jetzt auf dem Insta-Account, wie es aktuell ist. Aber ich weiß, mit welchem Dünger oder mit welchem Mittel ich rausgehen muss, um meinen Bestand nicht zu schädigen. Also im Sinne von, ich erhalte etwas, aber ich pushe ihn nicht. Ne? Also habe ich die letzten 5 Monate nur geachtet, Krankheitsdruck rausnehmen, ja? Also vermieden, dass Schneeschnee entsteht. Geguckt, dass irgendwie der Boden anders funktioniert, dass ich grundsätzlich meinen pH-Wert verändert habe, bewusst, um halt genau durch die dunkle, ich sag mal, kalte Jahreszeit zu kommen und halt ins Frühjahr zu gehen und sagen, okay, die Kids sind größer, ich kann mich jetzt dem wieder widmen und mein Start ist besser als die Jahre davor. Weil, also es gibt Bilder, ich muss mal gucken, ob ich die zur Verfügung stellen kann, ob ich die noch habe. Da siehst du meinen Rasen am Anfang des Jahres in meinem Schattenbereich. Da hast du keinen Rasen. Da hast du hier und da mal so eine kleine Pflanze und die blüht sogar noch. Ja, so ein Scheiß. Also das war alles, nur nicht das, was ich haben wollte. Und jetzt bin ich an der Stelle, wo ich sage, ja, ich habe auch jetzt wieder, dass die Narbe sich öffnet, was normal ist, ja, einfach im Winter. Du hast diese Narbendichte nicht, aber sie ist im Vergleich zu den Jahren davor viel höher. Und warum? Weil ich vom Plan abgewichen bin, weil ich gesagt habe, ich dünge jetzt mal nicht, ich variiere oder ich habe was aus dem Plan genommen oder vorgezogen. Also man muss sich einen Plan machen und sagen, ich verfolge es, auch im Sinne der, wie viel Nährstoffe bringe ich denn aus? Ne? Also die Nährstoffsumme übers Jahr und die Verhältnisse zwischen denen ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein Tipp, dass man sich das mal überlegt und den Plan verfolgt oder verfolgen lässt, indem man sich Support holt. Aber dann muss man irgendwie gucken, dass man dazwischen spielt. Das ist wie im Rennstall. Also Taktik, ne? Wenn Hamilton vorne liegt und der Boxenstopp war noch nicht da, dann überlege ich mir, fahre ich vorher rein, fahre ich später rein. Und genauso muss man da auch mit agieren. Düngeplan oder beziehungsweise Rasenpflegeplan. Du düngst auch flüssig. Du hast einen Boomsprayer nachgebaut von Connor Ward. Das Ja, heißt also, du hast einen Düngestreuer, genau, und hast dann dort oben quasi einen Kanister draufgesetzt und hast dir einen Flüssigdünger da quasi eine Flüssigdüngenvorrichtung selber gebaut. ja. Thema Flüssigdüngen, nun machst du beides. Du düngst flüssig, hast aber auch Granulat. Dünger, den du aufgibst. In welchem Verhältnis steht das so zueinander? Also tatsächlich kenne ich das Verhältnis nicht. Aber wenn ich es überschlagen würde, würde ich sagen 80-20. Also 80% meiner Applikationen sind wahrscheinlich, ja gut 80% sind flüssige Applikationen, die ich ausbringe. Okay. Und ich habe Warum flüssig? ja, warum flüssig? Thema Spoonfeeding auch wieder? Also,
es gibt ja nicht viele Formen, die der Rasen verarbeiten kann, wenn wir Stickstoff als Hauptnährstoff denken. Ne? Und was pusht den Rasen am meisten? Stickstoff. Das ist so das Koks für den Rasen. Pusht das Ding drauf und der explodiert ja förmlich. Ne? Muss halt gucken, dass die anderen Sachen dabei sind. Aber was nimmt er auf? Also du kannst über die Wurzel ja nur Ammonium- und Nitratstickstoffe ausbringen. So, die brauchen einen gewissen Stoffwechsel, die brauchen eine gewisse Temperatur, um zu funktionieren. Organische Dünger kannst du ja im Frühjahr gar nicht nutzen oder im Winter. Und auch jetzt könnte ich ja meinem Rasen was Gutes tun und sagen, ich bringe was flüssig aus, aber übers Blatt. Warum? Weil das Blatt hat zwar die Wachsschicht, die Cuticula heißt sie, glaube ich, oben drüber, ja, die eigentlich verhindern soll, dass von außen was eindringt, aber nichtsdestotrotz funktioniert es und du kannst halt übers Blatt Nährstoffe in die Pflanze einlagern. Normalerweise ist es ja so, dass die Nährstoffe von der Wurzel in die Pflanze transportiert werden. So, und wenn ich jetzt an Stickstoff denke, so der Running Gag bei mir, ne, okay, im Sommer, am Wochenende kommt die Verwandtschaft zum Grillen, gehst mal kurz mit einer Applikation raus, ein bisschen Stickstoff, ein bisschen Magnesium, ein bisschen Eisen. Boom, schön grün. Musst du halt wissen, wann es wie funktioniert. Und es ist ja nicht so, dass die alle gleich funktionieren. Stickstoff ist ja sehr schnell in der Reaktion, Eisen sehr langsam. Aber du kriegst halt über die Blattapplikation mit ganz wenig Verlusten den Nährstoff, den du haben willst. Das heißt, ein bisschen bleibt der auf dem Boden. Der wird ja irgendwann dann wieder Wurzel verfügbar, aber der Großteil, ich weiß jetzt nicht, wie die Menge ist, die dann so überbleibt, geht übers Blatt. Und das beeinflusst du ja dann auch wieder über die Düse. Also nimmst du eine Düse, die eine feine Tropfengröße hat, oder nimmst du eine Düse, die entsprechend große Tröpfchen oder Tropfen generiert. Ja, also Flüssigdüngen kannst du ja machen für Blattapplikation oder auch für eine Bodenapplikation. Ich dünge ja auch flüssig in den Boden rein. Und ich finde, persönliche Meinung, es ist wesentlich leichter, auch mit einer Applikation mehrere Stoffe gleichzeitig zu geben. Wie du gerade gesagt hast, ne? Ich nehme dann Stickstoff, ich nehme Eisen, ich packe vielleicht noch ein bisschen Magnesium und so weiter und so fort. Klar, das kann ich mit dem Granulat auch machen, muss es auch abwiegen, ja. Aber ich finde, es fällt einem einfach leichter. Du hast einen Kanister, mischst die Sachen rein, weißt wie viele Milliliter. Meine Ja, persönliche Meinung, ne? Also hast halt alles in einem Gang, ja, theoretisch möglich. theoretisch ja, aber jetzt ganz ehrlich rufen, du musst halt schon ein bisschen aufpassen. Also man sollte nicht alles mit jedem mischen. Ne? Ich habe hier, Okay, ich hab hier, versteht sich. ich hab hier elementaren Schwefel, ähm, den ich ausbringe aus gewissem Grund, der ist flüssig. Da weiß ich aber, den mische ich mit anderen Sachen nicht. Also A, weil gewisse Sachen miteinander flocken. Ja, dann hast du halt, weiß ich nicht, hast du keine Spritzbrühe, dann hast du einen Spritzjoghurt. Der geht halt nicht durch. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Da ist eine Reaktion da. Und auch bei den vorgefertigten Flüssigdüngern, die ich habe, ja, da ist ja schon Stickstoff drin, da ist Phosphor drin, da ist Kalium drin, da sind Spurennährstoffe drin, Aminosäuren teilweise, je nachdem. Ne? Die sind ja schon vorgemischt. Auch da gibt es Reihenfolgen, wo auf dem Kanister eine Zahl steht, ich sag mal von 0 bis irgendwas. Und du musst von der kleinsten zur größten in der Mischung gehen. Also du musst schon ein bisschen darauf achten. Du kannst nicht einfach zusammenkippen. Wenn du mit Granulaten arbeitest, die du auflösen kannst, kaltwassertaugliche Granulate oder warmwasserlösliche Granulate, auch da musst du wissen, wie viel Salzgehalt haben die. Warum? Weil du bringst dir was auf die Oberfläche auf, die sehr empfindlich ist. So ein Blatt verätzt viel schneller als das Granulat über dem Boden. Auch das habe ich lernen müssen. Ne? Also ich habe irgendwann mal gesagt, ey, Eisen ist super, ist nicht so warm, ich bringe mal Eisen aus, flüssig. Also Eisen-2-Sulfat, ganz normal. Kein gelatiertes Eisen, sondern Eisen-2-Sulfat. Die Folge war, mein Reisen war einfach total verätzt, schwarz, fast tot gefühlt. Warum? Weil es Auch mal einfach von der passiert. Temperatur passt halt nicht. Ne? Genau, das ist so das Thema. Und es ist gefühlt einfacher und es ist halt Alchemie. Es ist irgendwie so blubbert. Ne? Es hat halt schon irgendwie was von Chemie. Macht auch riesen Spaß. Die Nachbarn gucken immer komisch. Ne? Ist ja schon wieder mit Chemie auf der Fläche. Weißen Kittel auch? Nee, keinen weißen Kettel. Ähm, Wobei man ja eigentlich, wenn man ehrlich sein sollte, du hast immer einen Drift. Ne? Also du hast ja immer Sprühnebel, die du im Zweifel einatmest. Beim Mischen nutze ich, wenn ich dran denke, einen Handschuh, ja. Aber ich habe angefangen mittlerweile über so einen Pumpdosierer zu arbeiten. Ne? Also Flasche oder Behälter drunter, Pumpdosierer. Dann hast du eigentlich wenig Kontakt damit. Und ja, je nachdem, wie die Windverhältnisse sind, setze ich dann auch schon mal einen Atemschutz auf. Weil ich glaube, einatmen ist vielleicht doch nicht so zu empfehlen, ne, an der Stelle. Du isst den Dünger ja auch nicht. Was wären denn deine Tipps für einen Einsteiger zum Thema Flüssigdüngung?
Also ich glaube, wir in Deutschland haben den Nachteil, dass wir nicht diese einsteigertauglichen Flüssigdünger haben wie die Amis. Ne? Da gibt es ja Sachen, die schließt du am Gartenschlauch an, sprühst die raus und gut ist. Die dann überwiegend ja in die Bodenapplikation gehen schon, ne? Aber halt schon aufgelöst sind, nicht erst reagieren müssen, wo sie erst nicht durch die Hülle aus dem Granulat heraus sich der Nährstoff lösen muss. Also kann ich einen einsteigertauglichen Tipp fürs Flüssigdüngen geben? Also auch für mich rückwirkend, wenn ich sehe, was es mich gekostet hat mit dem Boomsprayer, würde ich es vielleicht heute gar nicht mehr machen. Ne? Also es gibt einen Artikel zu, den ich geschrieben habe, wo ich sage, eigentlich in der Retroperspektive totaler Wahnsinn. Wenn ich es machen würde als Anfänger, und man sieht ja bei Insta alle möglichen Leute, die mit dem Rückensprüher laufen, ne? Dann würde ich sagen, ja, ist ein super Thema, dann bitte auf einen vernünftigen Rückensprüher achten, ja, der einen gleichbleibenden Druck hat. Warum? Weil über den Druck und die Düse reagiere ich oder habe ich ja die Ausprägungsmenge, die ich steuere. Und die sollte möglichst gleichbleibend sein. Sonst hast du mal wie beim Granulatstreuer hier mit dem Kastenstreuer, ne? Da ist es schön dunkelgrün, da ist es hellgrün, weil da ist kein Granulat hingekommen. Dann haben, glaube ich, die Düngermaschinen, die du so siehst, diese Boomsprayer auf den Golfplätzen, eine bestimmte und auch sinnhafte Abstand zwischen den Düsen und auch in der Höhe zum Boden. Also du siehst, wenn du es mit den Düsen auseinandersetzt, die Sprühwinkel und dergleichen. Ich würde immer versuchen, eine Düse zu nehmen, die irgendwie aus dem Agrarbereich kommt. Ne, da gibt es etablierten Hersteller, findest du auch genauso auf der Toro wie auf der Düngerspritze, die der Bauer auf der Feldspritze einsetzt, weil du einfach weißt, bei dem Druck in der Düse bringt die diese Menge aus. Und das ist elementar wichtig aus meiner Sicht, weil sonst bringst du Mengen aus, die du nicht steuern kannst, die du nicht kennst. Also kalibrier dein Ding, sonst hast du nämlich eine Verbrennung in der Oberfläche. Das ist genauso, als wenn du sagst, ja, passt so. Ich kippe jetzt mal ein bisschen Dünger in meinen Düngerstreuer rein und baller über die Fläche. Kann funktionieren, kann aber auch dazu führen, dass du Verätzung kriegst. Und wie gesagt, meine Erfahrung ist, wenn du zu viel oder falsch arbeitest, weil du halt nicht die richtigen Düsen hast, nicht den richtigen Druck. Meine Spritze hat am Anfang nicht so funktioniert. Der Druck ist gesprungen, die war nicht dicht. Dann hast du auch unter Umständen eher ein Ergebnis, was die Fläche hinrichtet. Also ich habe mit dem, wo ich meinen Dünger kaufe, den flüssigen, gesprochen, warum die es nicht einfach mehr in die breite Masse tragen, weil es ja eigentlich ein tolles Thema ist. Es schont ja auch ein Stück weit die Umwelt. Ne? Du schmeißt ja nicht drauf, du gehst ja wirklich übers Blatt und bringst ja weniger aus vielleicht auch. Er sagt einfach, ne, dass der Nachteil, wenn man nicht weiß, wie man appliziert, ist viel höher als den Vorteil, den ich erwirken kann dadurch. Die haben jetzt auch Der Schaden anrichten. Ja, absolut. Ja. Du richtest das Ding komplett hin. Ja. Ja, also ich kann dir, also einen wirklichen einfachen Tipp kann ich dir ja gar nicht geben, außer sagen, achte auf die Düngerspritze, investiere ein bisschen und hol dir anschließend noch eine, weiß nicht, eine Lechler oder was habe ich denn drauf? Weiß ich gar nicht. Also eine Düse, die aus dem Agrarbereich kommt, die auch auf den Toro-Spritzen drauf ist, auf den Toro-Boom-Sprayern. Dann schaust du in die Liste rein, der Druck, die Ausprägungsmenge und danach arbeitest du. Vielleicht auch nicht gleich so wie du 80% aller Düngegaben überflüssig, sondern vielleicht langsam rantasten mit einer oder zwei Applikationen zu bestimmten Zeiten im Jahr. Genau, und vielleicht auch nicht über Dünger zu gehen, vielleicht einfach Sachen, die sowieso schon Wetting flüssig Agents. Ja, ich hätte jetzt eher tatsächlich gedacht an Dinge, die man flüssig ausbringt, weil, guck mal, wir reden das in den letzten 2, 3 Jahren immer mehr über Huminstoffe, die wir ausbringen. So, ich mache es flüssig. Da hast du keinen Nachteil. Also auch aus meiner Sicht, ja, wenn du ein bisschen zu viel drauf ballerst, was passiert denn da? Ja, du machst es nicht kaputt, du tust deinem Boden, deiner Pflanze was Gutes. Also mit solchen Sachen rantasten und arbeiten oder vielleicht mit Algenkonzentraten oder Biostimulantien, wo du nicht viel kaputt machen kannst. Und damit erstmal ausprobieren, wie gehst du mit um? Wie ist das Handling? Und dann kann man Stück für Stück sich, glaube ich, dem Ganzen nähern. Das ist aber auch so ein Thema, was ich meinte mit dem, ich kann mehrere Sachen gleichzeitig in eine Applikation bringen. Ne? Also genau hat das auch Thema Wetting Agents oder auch Huminstoffe. Ne? Muss jetzt keine große Prozentsatz sein, den ich damit reingebe, aber ich habe halt die Möglichkeit, ich bin heute am Flüssigdüngen, dann gebe ich ihm halt auch ein bisschen Huminstoffe oder auch ein bisschen Wetting Agent noch mit dazu. Ne? Ja, wobei, okay, also wenn es gerade notwendig ist. Aber genau, ich habe halt die Möglichkeit, es gleich mit zu nutzen und muss nicht sagen, okay, ich gehe jetzt, mache jetzt Granulatdüngung und dann schnappe ich mir nochmal den Rucksack und gehe dann quasi mit Huminsäure nochmal rüber. Genau, also du kannst schon Sachen dazu nehmen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Und ich glaube, das ist auch das, warum es so Spaß macht. Ne? Weil teilweise stehe ich dann von meiner Batterie, muss man ja schon sagen, und sage, ja, komm, steht zwar nicht am Plan, aber nimmst hier unten aus dem Sack ein bisschen von dem Nährsalz, löst es auf, weil es einfach jetzt nochmal einen schönen Kick ins Grün bringt, ne? Weil ich da einfach Bock drauf habe. Ja. So. Und
Dafür ist das natürlich, das ist fast wie die Sprühfarbe, die die Amis nutzen oder die Aussies, ja, wenn sie Warm-Season-Gräser einfach im Winter gelb werden. Was ich auch erfahren habe, was sie machen, ist eine einjährige Lolium mit reinsehen über den Winter. Die Multiflorum. Weiß nicht, ob sie so heißt, aber es ist eine Annual Ryegrass. Ja, genau. Und ich glaube, das ist also es gibt ja das Perennial, dann gibt es English und Italian. Und ich glaube, das Italian ist das Multiflorum. Ich weiß das nicht. Ich meine, das Multiflorum ist das Einjährige, was auch in der SOS-Nachsaat drin ist, ne? Von Barenbroek, wo du halt irgendwie gefühlt bei 4 Grad ausbringen kannst und es im Winter dir helfen soll, deine Narbendichte zu erhalten. Ähm, ja, kann sein, aber also zumindest das, was ich vorletztes Jahr genutzt habe, funktioniert angeblich auch ab 5 Grad schon. Und ich habe ja dieses Jahr mal probiert, im Winter, ne, nachzusehen. Und ich muss dir sagen, Vorgekeimter Saat, war das richtig? ja, einmal vorgekeimt, ja. Ich habe aber auch einfach draufgeschmissen, weil ich gucken wollte, was passiert. Hm? Und es kam auch an den Stellen, wo ich es einfach nur draufgeschmissen habe. Ja. Braucht halt mehr Zeit, aber es funktioniert auch. Weil, jetzt sind wir mal ehrlich, wir glauben ja immer, wir müssen uns immer an die Pläne halten. Ne? Hat die Natur einen Plan? Ja, sie hat einen Plan, aber sie sagt, ey, ich wachse, ich werde reif, ich habe meine Ähren, ich schmeiße die raus, die Spelzen öffnen sich und das Saatgut fällt in den Boden. So, und dann ist es entweder passend und es kommt, oder es kommt erst später oder es kommt erst im nächsten Frühjahr, was du gesagt hast mit der Poa, ne, die einfach im Boden liegt und wenn es passt, dann schießt die wieder. Und das ist ja eigentlich mit Saatgut oder mit allen Keimlingen oder mit allen Sachen, die aus irgendwas keimen, das ist Der typisch. Ne? Kirschkern, der Ja, Apfelkern. genau. Irgendwann kommt da ein Baum und du denkst auf deinem Rasenmähen, Mist, warum ist denn jetzt da so ein Ding und wo kommt das denn her? Ja, das ist bei mir ja genauso. Ich habe ja auch teilweise hier beim Nachbarn ist so ein Ahorn, ne? Sieht immer toll aus, wenn sie es runterfliegen. Irgendwann wächst es dann im Rasen. Ja. Und das ist das Gleiche an der Stelle. Voller Rasen mit kleinem Budget. Deine Tipps? Wow, fragst den Richtigen. Mein Budget ist nicht. Fußballjahr, 6 mehr zu Hause. Ja, ich finde, ich finde es aber ein interessantes Thema. Denn viele der Zuschauer, die möchten einfach einen schönen Rasen haben, aber möchten aber auch nicht, weiß ich nicht, im Monat irgendwie 500 Euro für Rasenpflege ausgeben, was ich auch definitiv nachvollziehen kann. Und ich finde, ich sage es immer wieder, man kann einen schönen Rasen haben mit ganz wenigen Schritten und auch mit wenig Budget ist es möglich, wenn man gewisse Regeln einhält. Man kann aber auch eine Raketenwissenschaft draus machen, ja, und wie im Fußballstadion und Golfplätzen da wirklich sich täglich mit beschäftigen und auch viel Geld investieren. Ja, ja, und jetzt fragst du gerade gefühlt einen Raketenwissenschaftler, ne? Also zumindest habe ich dann Bausatz und spiele damit rum. Ähm, Und ich habe mich ja über Jahre eigentlich von diesem einfachen Rasen wegentwickelt, auch tatsächlich gedanklich. Ne? Aber also ja, ich glaube, es geht. Also man kann es machen und ich glaube, manchmal ist weniger mehr. Und das ist so meine Erfahrung jetzt, wo ich denke, ey, ich habe Reihgras, ich habe Lolium, ja, ich mache nichts damit und eigentlich, das ist total schneeschimmelempfindlich und trotzdem ist über den Winter das Gut eigentlich erhalten geblieben. Warum? Ich glaube, weil ich nichts gemacht habe. Ich habe ja die Zeit nicht gehabt, das Ding so unter Stress zu setzen, also die Fläche, die Gräser, den Bestand so unter Stress zu setzen, wie ich es normalerweise mache. Das Bild im Hintergrund hat irgendwie, weiß nicht, ich glaube, das war so 8 Millimeter Schnitthöhe oder so, ne? Das ist ja für einen Rasen, auch wenn er tiefschnittverträglich ist, Stress. Ja? Das ist so, als wenn wir uns jeden Tag cutten. Ist nicht gesund auf Dauer. Ne? Hat sicherlich auch Gründe, warum man das dann nicht tun sollte. Und genauso ist es so auch. Und ich glaube, wenn eine Graspflanze, eine Rasenpflanze weniger Stress hat, dann entwickelt sich besser. Sie hat die Möglichkeit, weil sie in die Höhe wachsen kann, auch nach unten in die Wurzel zu kommen. Das heißt, sie kann in Summe auch mehr Nährstoffe einlagern. Und es gibt tatsächlich die Disturbance-Theorie dazu. Ne? Also je mehr du einen Stress in die Pflanze bringst oder auf die Fläche, desto schwieriger wird es zu erhalten und desto mehr musst du pflegen. Also ich habe Haben wir im vielleicht, Vorfeld noch gesagt, je tiefer ich mit dem Schnitt gehe, desto mehr kommen meine Probleme. ja, absolut. Also ich sage dir ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich im Frühjahr anfange, das Ding runterzuziehen, ja, und dann kann ich ja teilweise nicht warten, ne? Dann sage ich, ja komm, 1/3, egal, ich will jetzt einfach wieder tief. Also bei Dann, Instagram, wer ist der Erste, der seinen Rasen auf 10 Millimeter hat? ja, also wenn es dem nachgeht, das wird ja funktionieren. Ne? Die Golfplätze haben ja auch Wintergrüns, die funktionieren. Aber ich glaube, einfacher Rasen funktioniert, indem du sagst, hab das richtige Gras, also die richtige Mischung.
Kenne so ein bisschen deinen Boden, ja, und dünge richtig. Also ist ja wie Ernährung. Ne? Wenn ich mich den ganzen Tag von Fastfood ernähre, muss ich mich wundern, dass ich irgendwie Diabetes kriege, mich nicht gut geht, dass ich dick werde oder so. Und genauso wie wir uns als Mensch gut und ausgeglichen ernähren sollten, sollten wir auch, glaube ich, in die Richtung gehen, dass wir sagen, hey, nicht zu viel, nicht zu viel Stress auf der Fläche, ausgewogen düngen und dann kriegst du das hin und dann musst du gar nicht viel Geld ausgeben. Dann hast du vielleicht dann hast du 3 bis 4 Düngungen, würde ich sagen, im Jahr, die so ganz grob anhand der Nährstoffverhältnisse, so Stickstoff, Kalium über das Jahr verteilt gibst. Ich selber nutze bei mir gar keinen oder so gut wie gar keinen Phosphor auf der Fläche, weil ich einfach im Boden welches habe. Und dann geht das. Ja? Und wir hatten mal gesprochen, du hast irgendwie in der Nachbarschaft jemanden, da passiert gar nichts. Da läuft ein Roboter drüber und das sieht aus wie geleckt. Ja? Und das hat ja einen Grund. Ne? Der kriegt vielleicht seinen regelmäßigen Schnitt, aber sonst passiert da nicht viel. Genau. Also, wenn ich es nochmal zusammenfasse, dein Tipp eigentlich, düngen, 3-4 Mal im Jahr düngen, dann auch nicht wirklich tief mähen, sondern halt auch mal die Gräser ein bisschen länger wachsen lassen, dass sich das Wurzelwachstum auch entwickeln kann, und einfach, ja, sich auch mal mit dem Rasen beschäftigen und ihn nicht da einfach so liegen lassen. Ich sage immer so schön, Mensch, da ist die nächste Grillparty, ich kriege heute Abend Gäste, jetzt ist mein Rasen 60 Millimeter hoch, mehr tiefste Einstellung, ratzefatz, einmal rübergegangen, Genau. wow, sieht toll aus und am nächsten Tag sehe ich, wie Ja, schrecklich er aussieht und wundere mich dann, warum Unkraut aber überall anfängt zu sieht er gut wachsen. aus? Ich glaube, da liegt doch schon das erste Geheimnis drin. Ne? Also wir hatten ja, Er sieht für eine halbe Stunde vielleicht gut aus. ja, Und dann ist es möglicherweise. dunkel, die Grillparty geht los und sieht keiner mehr, was Ja, dann am nächsten genau. Tag für Schäden sind. Und nach dem zweiten, dritten Bier achtet man eh nicht mehr drauf. Aber ich glaube, du hast was angesprochen, was da ein wichtiger Punkt ist. Ne? Also ist egal. Aber ich habe hier jemanden in der Nachbarschaft, der mäht gefühlt alle 3 Wochen. Ja, Und dann passiert genau das, was du beschreibst, Rufen. Und ich glaube, da liegt auch ein Geheimnis drin und auch ein Geheimnis, einfach schönen Rasen zu bekommen. Ja, also es gibt ja immer die Frage nach den 3 Tipps oder 1 Tipps oder 50 Tipps oder wie auch immer. Ich glaube, das, was du mir im Vorfeld mal gesagt hast im Gespräch, ist wirklich der richtige Schnittintervall kann auch aus einem einfachen, ich sag mal, Aldi-Rasen, um den Discounter beim Namen zu nennen, einen schönen Rasen machen. Die verkaufen ja auch Regelsaatgutmischung, die unterliegen einem gewissen Qualitätskriterium, weil du darüber extrem viel mit der Pflanze machen kannst. Du kannst sie hinrichten, du kannst sie aber auch wie einen Buchsbaum, sage ich jetzt mal, immer wieder schön in die richtige Richtung bringen. Du hältst ihn da, wo du haben willst, aber sie bewegt sich in einem, ich sag mal, komfortablen Stressbereich. Ne? Wir haben eine Aufwuchshöhe, die ist bei 30, 35, 40 Millimeter oder so. Viele Mäher kommen ja auch gar nicht tiefer. Das, ganz ehrlich, das ist okay. Ich bin jetzt bei 21 Millimeter im Winter. Das ist das ist tatsächlich nicht die tiefste Einstellung, aber es ist die Einstellung meines Sichelmähers gerade. Und der sieht gut aus, weil er einfach genug Blattmasse hat, um zu funktionieren und Photosynthese machen kann. Und darüber halt Nährstoffe produziert. Ne? Wissen wir alle, Photosynthese ist halt das A und O. Zu wenig Blattmasse, zu selten, haue ich halt die Blattmasse weg und habe nur noch Stängel. ich möchte auch eigentlich zu der Frage, die ich jedem ganz gerne stelle. Dein wertvollster Rat zum Thema Rasenpflege, das darf nur ein einziger sein. Ah. Und das bei jemandem, der einen Pflegeplan hat, der irgendwie. Genau. Genau. Danke. Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, mähen ist das eine, aber ich glaube, richtig ist der Begriff. Also richtig agieren zu dem, was ich habe. Und da gehören dann wieder mehrere Sachen zu. Für mich ist es halt nicht so einfach abgetan mit 1 tun. Und wenn es 1 wäre, dann wäre es für mich tatsächlich, ich glaube auch wie für dich oder wie viele andere, die sich damit befassen, das Mähen. Weil da schaffst du grundlegende Störfaktoren oder grundlegende Ruhe in die Fläche. Und dann kommen die anderen Sachen, die du beschrieben hast, wie Nährstoffe und Wasserhaushalt und so. Aber Mähen ist ein elementar wichtiges, eine elementar wichtige Pflegsmaßnahme. Ganz Und wichtig, die Ein-Drittel-Regelung einhalten. bitte? Und ganz wichtig, die Ein-Drittel-Regelung dabei einhalten. Ja, genau, die Ein-Drittel-Regel. Ne? Aber können wir die mal einhalten, Ruben? Also, ich habe die auch häufig schon gebrochen. Also ich glaube schon, dass man das sehr wohl einhalten kann, wenn man seine Mähintervalle erhöht. Ja, also jeden Tag tatsächlich mähen, nee, das ist dann auch zu viel Stress. Nein. Aber ich kriege es sicherlich hin. Also
Da sind wir wieder bei dem Beispiel der Nachbarn oder der Freunde, die alle 2 Wochen mal ihren Rasen mähen. Ne? Wenn ich sage, anstatt alle 2 Wochen mal, mähe ich jetzt 3-mal die Woche. Ich mähe montags, mittwochs und vielleicht nochmal samstags. Und dann guck dir dein Ergebnis mal nach 2 Monaten an. Ja, Also ich fange absolut. im April damit an und guck dir ab Juni, Juli, guck dir den Rasen an, wie wahnsinnig gut das Ergebnis ist. Und wenn ich den Mähintervall erhöhe, klar, dann darf ich natürlich nicht ohne Ende Stickstoff raufschmeißen, ja, also Anabolika geben, dass der wächst und wächst. Dann reicht 3-mal die Woche nicht. Aber wenn ich 3-mal die Woche mähe, dann bin ich auch in der Lage, eigentlich die Ein-Drittel-Regelung einzuhalten. Ja, und die Ein-Drittel-Regel hängt ja so ein bisschen auch in der Schnitthöhe. Ne? Also tatsächlich ist bei mir ein Drittel eine andere Situation. Also da spreche ich ja teilweise über unter 10 Millimeter, die ich dann wegnehme. Und dann habe ich eine extrem hohe Frequenz. Ich sag mal, wenn ich aber bei 40 bin, also 4 Zentimeter Aufwuchshöhe, was eigentlich, glaube ich, für Hausgarten immer noch schön ist, ein Teppich ist, auch ja Unkraut unterdrückt, ne, und so, ja, dann kann ich von 6 Zentimeter kommen. Und 2 Zentimeter Aufwuchs, die schaffe ich in der Woche vielleicht gar nicht mal, wenn ich entsprechend bedarfsgerecht dünge. Und vielleicht auch abhängig davon, wie stark er genutzt wird, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht mich am unteren Level bewege der Nährstoffempfehlung und der Rasen gar nicht so schießt. Ne? Dann habe ich weniger, ich sag mal, Pflegeaufwand in der Fläche für mich. Ich habe trotzdem einen schönen Rasen. Weil, also guck mal in die Pläne von so Golfplätzen. Ne? Die veröffentlichen ja häufig, jetzt wird das und das gemacht. Oder die sagen, wir mähen so und so häufig die Greens, ne? Fast täglich oder zweitäglich, je nachdem, wie hoch die sind. Die Fairways werden ja nicht jeden Tag gemäht. Also ein Fairway mähst du ja irgendwie jeden zweiten, jeden dritten Tag nur. Das heißt, du hast irgendwie 3, vielleicht 4-mal die Woche einen Fairway-Cut. Abhängig davon, ob ein Turnier ist oder nicht. Und wir sind ja tatsächlich in einem Bereich, die bewegen sich zwischen 12 und 15, 17 Millimeter Fairways. Und wir im Hausrasen bewegen uns ja anders. Also ich glaube, was du sagst, so 2-mal die Woche mähen, kriegt eigentlich gefühlt jeder hin, außer der hat, weiß nicht, 3 Hektar Rasenfläche. Dann würde ich sagen, will ich gerne nehmen, ich komme vorbei, habe ich Spaß dran. Und dann hast du wirklich sehr schnell einen coolen Rasen, wenn du dann entsprechend noch ein bisschen auf die Düngung achtest, glaube ich, dann haben auch die Kinder richtig Spaß dran. Genau, Matthias, verrat uns bitte noch, was können die Zuschauer auf deinem Instagram-Kanal dieses Jahr erwarten? Was sind jetzt deine nächsten Schritte, deine Pläne? Also tatsächlich, ich hatte eingangs gesagt, ich verfolge keinen konkreten Medienplan. Ich mache es so, wie es bei mir kommt. Ich werde einfach dokumentieren, was ich das Jahr über tue, womit ich arbeite, welche Gerätschaften ich einsetze. Also ich dokumentiere die Raketenwissenschaften eines ganz normalen Rasenbekloppten. Sehr schön. Matthias, es hat mich gefreut. Vielen lieben Dank für dieses Interview. Unser Talk geht sicherlich nach dem Stoppdrücken noch ein bisschen weiter. Wenn mir nicht alles täuscht, steht demnächst dann auch noch mal ein weiteres Treffen an. Das will ich jetzt aber noch nicht verraten. Genau, es hat mich gefreut. Vielen lieben Dank. Und ja, ich wünsche dir einen richtig guten Start in die Rasensaison 2022. Danke, wünsche ich dir und ich wünsche allen Rasenpflegs draußen das Gleiche. Eine coole Saison und immer einen schönen Rasen. Danke, Dankeschön. Ciao. mach's gut.